Hola von Mallorca. Wir sind mal wieder auf unserer Lieblingsinsel unterwegs und wie immer natürlich total planlos, aber auf der Suche nach den typischen Sehenswürdigkeiten aus jedem Prospekt, nach Geheimtipps und natürlich gutem Essen. Und ich würde mich auch dieses Mal freuen, wenn du mich wieder begleitest. Ich bin Sebastian on Tour und hier auf diesem Kanal nehme ich dich gerne mit auf meine Reisen. Wenn du in Zukunft dabei sein willst, musst du nichts weiter tun, als diesen Kanal zu abonnieren und idealerweise solltest du dann auch die Benachrichtigung einschalten, damit du kein Video mehr von mir verpasst. Eigentlich ganz schön früh für einen Urlaub, ist es jetzt kurz vor 9, aber Dienstags und Sonntags ist von 9 bis 13 Uhr Markt in Alcudia. Das heißt, man muss ein bisschen früher aufstehen, um nichts zu verpassen. Und genau da wollen wir heute hin. Ensaimada. Typisch Mallorquin, aber man muss sich wirklich beeilen. Ab 10 sind die Frischen eigentlich schon alle weg. Buñuelos. Kann ich auch noch nicht. Mallorquinische Pfannkuchen. Muss man probieren. Kann man machen, sehr lecker.
Das war's mit dem Markt von Alcudia. Definitiv ein sehr sehenswerter Wochenmarkt, der sich wunderschön quer durch die Altstadt verteilt. Wir haben gesehen, 10 Uhr ist schon fast ein bisschen knapp. Es ist wirklich brechend voll. Man hat das Gefühl, im 5-Minuten-Takt kommen da irgendwelche Reisebusse an und spucken riesige Mengen an Touristen aus. Es ist im Moment aber auch absolute Hochsaison. Außerdem liegen heute, glaube ich, 3 große Kreuzfahrtschiffe in Palma im Hafen. Das tut sicherlich auch einiges dazu, dass es hier sehr, sehr voll ist. Also lieber zu früh da sein als zu spät. Sehr sehenswerter Markt. Auch die Altstadt an sich ist sehr sehenswert. Die ist umschlossen mit so einer alten Stadtmauer, auf der man wunderbar zumindest in einigen Teilen langlaufen kann. Wirklich schick. Bisschen Zeit nehmen, Alcudia erkunden. Für uns war es das jetzt. Wir fahren jetzt weiter. Wir sind jetzt hier gerade an der Ermita della Victoria und am Aussichtspunkt della Victoria, wo man einen ganz hervorragenden Blick über die Bucht von Poyenza hat. Das hinter mir ist übrigens der Nachteil von Mallorca in der Hauptsaison. Die Parkplätze sind brechend voll, man ist definitiv nirgendwo alleine und muss sich mit vielen anderen um die Sehenswürdigkeiten schlagen. Wir sind gerade auf dem Weg ins Restaurante Crismar, ein kleines Restaurant hier in Can Picafort, was mir empfohlen worden ist wegen der sehr lokalen, sehr typisch mallorquinischen Küche. Ich bin sehr gespannt. So, wir sind sehr zufrieden und happy auf dem Rückweg ins Hotel. Das Restaurant Crismar ist definitiv ein absoluter Tipp, den wir da entdeckt haben. Super leckere, mallorquinische, also total lokale Küche. Wir hatten eine Lammschulter aus dem Ofen und Kaninchen mit Zwiebeln. Zum Nachtisch dann noch einen Kokospudding.
Wahnsinn. Also wirklich total lecker. Wir werden sicherlich noch ein zweites Mal hingehen, jetzt wo wir hier sind. Und das würde ich dir auch absolut empfehlen. 20 Uhr waren wir jetzt, glaube ich, da. Ist noch überhaupt gar kein Problem. Jetzt zum Schluss 21:30 wird es langsam ein bisschen voller. Es ist jetzt Hauptsaison, also muss man scheinbar nicht unbedingt reservieren. Aber dann früh genug da sein. Dass man in der Hauptsaison zum Phare Formentor mit dem eigenen Auto nicht mehr kann, das dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Es gibt wohl mehrere Möglichkeiten, mit dem Bus-Shuttle hinzukommen. Einer ist vom Porto Pollença, der andere ist von der Playa de Formentor. 2 Feststellungen dazu. Vom Porto Pollença dürfte das überhaupt nicht funktionieren, weil wir jetzt mittlerweile seit, weiß ich nicht, einer halben, dreiviertel Stunde im Stau auf die Playa de Formentor stehen. Da dürfte der Bus dann genauso drin stehen. An der Playa de Formentor dürfte es daher rührt vermutlich der Stau, keine Parkplätze mehr geben. Das heißt, man muss schlussfolgern, Phare Formentor in der Hauptsaison sollte man vergessen. Macht man lieber in der Nebensaison, da ist es herrlich. Da kommt man dann auch wieder mit einem eigenen Auto hin. Aktuell ist, wie gesagt, noch nicht mal zur Playa de Formentor mit dem eigenen Auto überhaupt durchkommen. Wir haben welche gesehen, die haben das mit dem Pedelec gemacht. Das ist wahrscheinlich die beste Alternative, weil die können sich an den Autos vorbeimogeln, die dürfen dann auch bis zum Leuchtturm durchfahren. Wir sind gerade auf dem Weg ins wunderschöne Soia, wollen da in meinem Lieblingscafé, im Café Zentral, Mittag essen und dann geht es von da weiter mit der Straßenbahn nach Porto Soia.
Quiero ser tu amor, tú y yo. Contigo yo me siento en control. Quiero ser tu amor, tú y yo. Besándonos a la puesta del sol. Me conoces súper bien. Tú me viste y te subiste al tren. Todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven. Enamorados somos dos. Mami, te lo digo, tú eres mi abrigo cuando va el sol. Con tu amor, esas nubes grises se vuelven color. Yo con tanto frío, tú me das calor. Listo para vivir contigo primaveras. Por favor, toca mis quién eres la mejor. De esta hermosa saga soy el escritor. De vivir contigo estas primaveras. Quiero ser tu amor, tú y yo. Contigo yo me siento en control. Quiero ser tu amor, tú y yo. Besándonos a la puesta del sol. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in die Nähe von Inca. Da haben wir nämlich Verwandte, etwas entfernt, über eine kleine Ecke. Und die haben uns zum Mittagessen eingeladen. Das heißt, da gibt es heute typisch mallorquine Küche. Ich bin sehr gespannt.
Erkenntnis des Tages ist, wenn man hier in der Bucht von Alcudia ein Hotel hat, braucht man eigentlich nicht wirklich ein Auto. Wir sind relativ weit die Bucht lang gewandert heute, haben uns eben noch so schön in so einer weißen Strandbar, weiß ist bei uns immer der Indikator für ziemlich teuer oder eher überteuert, in so einer weißen Strandbar ein bisschen ausnehmen lassen. Wir hatten jetzt keine Lust, das Ganze wieder zurückzulaufen. Aber hier fährt alle Viertelstunde ein Bus, der kostet irgendwie, ich glaube, was waren das jetzt, 1,20, 1,10 € pro Person. Und der fährt offensichtlich komplett von Port Alcudia bis hier runter nach Can Picafort. Ist also wunderbar, alles auch ohne Auto zu machen. So, nachdem wir uns gestern so hervorragend von Verwandten bekochen haben lassen, die hier auf Mallorca leben, suchen wir heute nochmal unsere Neuentdeckung auf. Das Restaurant Chrismar, in dem wir vor 2, 3 Tagen schon mal waren. Auch mallorquinische Küche, aber wir haben die Karte noch nicht komplett ausprobiert, von daher müssen wir dann nochmal hin. Beim zweiten Mal weiß das Restaurant Chrismar definitiv voll zu überzeugen. Ich hatte jetzt irgendwie was war denn das? Kabeljau mit Tumpet. Tumpet ist ein Gemüseeintopf für Mallorca. Total typisch. Sehr, sehr lecker. Und dann hatten wir noch, was war das? Gefüllte Zucchini mit Hack und dann noch eine Gemüsebeilage und auch super, super lecker. Also muss man festhalten, Gemüse können sie. Fisch können sie definitiv, Fleisch können sie auch. Die Lammschulter vom letzten Mal war auch grandios. Kann man also offensichtlich uneingeschränkt empfehlen. Hier komme ich definitiv wieder her, wenn ich das nächste Mal auch nur grob in der Gegend sein sollte. Es lohnt sich. So, letzter Tag für uns heute. Wir lassen es uns heute nochmal richtig gut gehen. Morgen geht's zurück und wichtigste Erkenntnis aus diesem Urlaub ist, für uns zumindest, Mallorca im August ist nichts für uns. Es ist viel zu warm. Heute haben wir es wieder, weiß ich nicht, 34 Grad im Schatten. Das ist sehr grenzwertig für uns. Das heißt, wir fahren dann lieber wieder im September oder im April, Mai. Dann ist auch Nebensaison, es ist alles nicht so voll. Das ist dann eher was für uns. Ese pirata que te sabe amar. Nos vamos suave pero bien seguro. Sé que tú eres la del futuro. Eres mi wife, Actitud tienes tú. No te importa lo que otros dicen de vu. Me han tocado esas nubes grises en color. Tu calor me hace bien cuando hace tanto frío. So, letzter Abend heute. Morgen geht es leider schon wieder zurück. Wir gehen jetzt nochmal lecker essen. Also lecker, hoffe ich. Wir gehen nochmal mit unseren Verwandten hier essen in deren Lieblingsrestaurant. Und das macht es dann relativ spannend. Wo geht ein Mallorquiner auf Mallorca essen? Werden wir sehen.
So, hervorragendes Essen, jetzt noch einen kleinen Absacker. Viel besser und vor allen Dingen viel spanischer kann ein Abend wahrscheinlich gar nicht sein. So, die Frage, wie Mallorquiner essen gehen auf Mallorca, hätten wir beantwortet. Natürlich Mallorquin. Und ganz hervorragend. Unsere Verwandten hatten dann noch weitere Freunde eingeladen. Das heißt, wir haben den Abend quadlingual, heißt das dann so, viersprachig verbracht. Spanisch, Englisch, Deutsch, Mallorquin. Das ist auch vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Hier auf Mallorca gibt es insgesamt 3 Sprachen. Spanisch ist quasi Fremdsprache, die in der Schule gelernt wird. Der Unterricht selber findet in Katalan statt. Zusätzlich lernen die Mallorquiner dann zu Hause noch Mallorquin, was dann wieder in irgendeiner Form eine Abwandlung vom Katalanischen ist. Das heißt, schon nur mit den Sprachen, die hier gesprochen werden, haben die 3 Sprachen. Englisch wird in einer Schule auch noch gelernt, dann später und wohl auch nicht allzu viel. Das heißt, wenn du in der Schule Spanisch hattest, was ich nicht mal hatte, dann verstehst du den Mallorquiner, wenn er Mallorquinisch redet, nicht unbedingt. Das ist dann schon noch ein ganz bisschen was anderes. Und so hatten wir halt heute, wie gesagt, 4 Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Mallorquin. Und immer hin und her gewechselt. Es war sehr, sehr spannend, es war sehr, sehr lecker. Wir hatten hervorragenden Wein, hatten einen ganz traumhaften letzten Abend. So, das war's mal wieder. Wir sind auf dem Weg zurück zum Flughafen. Die Koffer sind hinten im Auto, Mietwagen müssen wir noch abgeben. Und dann geht's zurück nach Deutschland. Wir verlassen ein 35 Grad warmes Mallorca. Das ist, hatte ich ja schon gesagt, uns definitiv ein kleines bisschen zu warm. Trotzdem war es wieder herrlich. Mallorca zeigt sich auch bei dem Wetter von seiner besten Seite, auch wenn es so voll ist. Wir haben es wieder sehr genossen. Wir sind sicherlich nicht das letzte Mal hier. Ich hoffe, du hast es auch genossen, dabei zu sein. Wenn das so sein sollte, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn du Lust hast, dir auch zukünftig von mir Videos anzugucken und mich auf meinen Urlauben zu begleiten, dann solltest du dir überlegen, diesen Kanal zu abonnieren. Und wenn du das getan hast, dann drückst du noch das kleine Glöckchen daneben. Damit schaltest du die Benachrichtigungen ein. Dann wirst du nämlich automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Adios.